I'm going to ask some general questions now, and please feel free to talk among yourselves and each person answer. Because we see, there's a lot of different backgrounds. Someone was a year in America, someone was a year in France, someone did a musical for a year. Maybe Andre is the main one who went to the school and then went into a company and graduated into the bigger company, but you've all moved around, you've all tried out different things. What's the reason for coming to Germany? What's it like in your home countries? How many chances would you have, like we have 4 Italians sitting here? What are the chances in Italy to get a job like you have here? Zero. No chance. No chance. No. That's why half of the company is Italian. Yeah. And everywhere you go, you find At Italians. least one. Also in Italien. Wie viele, how many ballet companies would there be in Italy now? Wie viele habt ihr? I mean, there are like maybe 3 main ones, like the Drei Hauptensemble in Italien? like ballet companies. Mhm. So not all the dancers are interested in being ballet dancers, like with the tutu and Yeah. so on. Like, yeah, maybe even the contracts, like you are not treated as a real artist or as a person working. And like the other like small ones, like the small companies, I mean, just there aren't rules. Yeah, they exploit like you and if give you no money. get injured, you're out. Okay. If COVID comes, you're not paid. Yeah. I mean, of course we dance because we love dancing, and that comes first. But at some point you also want to be independent, and like life in Italy is not cheap, and you cannot live forever with the support, if you're lucky enough, of your parents. I mean, you want to get independent at some point, and they just don't provide you what you need. Also die haben zum Beispiel in Italien, ich habe ja gefragt, wieso landen so viele Tänzer aus dem Ausland hier in Deutschland? Was zieht die Tänzer hierher und wie sieht es in ihren Heimatländern aus? Und zum Beispiel Italien sagen die, man hat eigentlich gleich 0 die Chance, eine anständige Stelle zu bekommen. Die haben 3, 4 Ensemble, die sehr klassisch tanzen. Das sind große Ensemble. Nicht alle Tänzer wollen auch klassisches Ballett tanzen. Das sind auch Ensemble, die ihre eigenen Probleme haben, wo man nicht unbedingt als Einzelperson gesehen wird. Dann gibt es tatsächlich auch kleine private Ensembles, aber da hat man keine Rechte. Also wenn man verletzt ist, dann ist man raus. Wenn es Corona gibt, dann wird man nicht bezahlt. Wenn man auf Tournee ist, dann arbeitet man durch. Also das sind, und wie Alice sagt, das kann man durchhalten und vielleicht auch braucht man dann noch die finanzielle Unterstützung von den Eltern, wenn man die bekommen kann. Aber eigentlich möchte man als Mensch auch mal selbstständig werden und zwar aus Leidenschaft tanzen, aber trotzdem davon leben können. Ja, und es gibt auch ein kulturelles Problem, weil wenn man fragt, was machst du für eine Arbeit? Ja. Und du antwortest mit, ich bin Tänzer vom Beruf. Und dann sie fragen, nee, aber für eine Arbeit. Also Tänzer zu werden ist nicht angesehen als eine Arbeit. Das kam früher auch hier vor, das ist auch eine Funktion von dem Ballettverein. It's one of our major functions is that we say we want to educate the people about what it means being a dancer, what the job entails. Es gab früher Situationen, ich weiß, eine Freundin von mir, manche kennen sie, die Catherine Weibu, die früher hier war, die hat 9 Jahre im Ensemble gearbeitet und dann hat sie aufgehört und ging zum Arbeitsamt. Und die meinten, ja, was haben Sie für Berufserfahrung? Sie meinte, ja, ich war 9 Jahre Balletttänzerin. Ja, also das zählt nicht. Oder es gab immer noch, jetzt ist es weniger, aber zu meiner Zeit kamen oft die Fragen, ach, du bist Tänzerin und was machst du tagsüber? You're a dancer, what do you do during the day? But that's got better in Germany, I think. I think people are more educated about it now. And so for you in Japan, what are the possibilities in Japan? Yeah, we have
some ballet, a lot of ballet companies. Actually. Because you have a lot of Japanese, very, very good Japanese dancers, Yes, very good yeah. schooling. Also die haben, in Japan gibt es viele, viele sehr gute Schulen und sehr gute Tänze, die aus Japan kommen. So, sorry. Because we have a lot of companies, but the country itself really doesn't support art or classical ballet, so people are not familiar with ballet. And then so we have companies, but the payment is not good. So it's so hard to live as a dancer in Japan. So yeah, also we don't have like public professional ballet academy. So that's why a lot of people like study abroad when they are like 16, 17, and then they get jobs in like abroad. Yeah. Like Also es gibt in Japan viele Schulen, viele gute Schulen, keine staatliche Ballettschulen oder kaum welche. Das heißt, die jungen Leute lernen in Privatschulen auf eigenen Kosten und deswegen gehen ja sehr viele japanische Ballettschüler und Schülerinnen ins Ausland, so ab 16, und gehen in die internationalen Schulen nach London, nach Ungarn, also in Deutschland, in Amerika, wo die dann quasi eine staatliche Schule besuchen können. Und das führt natürlich auch dazu, dass die dann im Ausland bleiben und dass die hier ihre Jobs suchen. In Japan ist es nicht etabliert, also dass die Gesellschaft klassisches Ballett unterstützt. Ich denke, Japan hat bestimmt auch sehr starke eigene kulturelle Traditionen, aber klassisches Ballett ist nicht irgendwas, was unbedingt von der Öffentlichkeit groß gestützt wird. Jacob, in Australia? Well, yeah, in Australia, I would say that there's probably like three main ballet companies, which are Australian Ballet, Queensland Ballet, and West Australian Ballet. So with Australian Ballet, I think like 95% of their company are made up of the academy. So unless you've been in the academy from the age of like 12, 13, maybe in some cases 15, you virtually got no chance of being able to kind of audition externally. And the same's happening with Queensland as well at the moment. And as a result, like competition is it's very difficult to get a well-paid job as a dancer, because like there are other like project-based like smaller companies, but they don't receive any government funding. So it's very difficult, if not impossible, to be like a freelancer. Whereas in Germany, there's a lot of opportunity for like freelancing, which is why I think a lot of Australians tend to leave Australia and come over to Germany. Because I think similar to Italy, if you, in any German company you'll find at least one Australian. Which is quite amazing. Also in Australien gibt es eigentlich drei größere Ensembles, Australian Ballet, also das australische Nationalballett, das Queensland Ballet, also oben im Norden, und Western Australian Ballet, das ist an der Westküste. Da interessanterweise die Alexe Tuzil, die 1-2 Spielzeiten bei uns war, eine junge Amerikanerin, die ging von hier nach München und die ist jetzt in Perth und macht sich also ganz toll als Solistin, tanzt Giselle und also ganz viele Hauptrollen, ja. Aber nur nebenbei. Diese drei Ensembles bekommen Unterstützung vom Staat, aber das sind die einzigen, und die haben alle ihre eigenen, also hauptsächlich Australian Ballet und Queensland Ballet, haben alle ihre eigenen Akademien, und das heißt, wenn man nicht in dieser Akademie war, hat man ganz schlechte Chancen ins Ensemble zu kommen. Zu 95% werden die Ensembles von den Akademien quasi gefüllt. Und es gibt natürlich auch kleine freischaffende Ensembles, aber die kommen sehr schlecht an staatliches Geld heran. Das heißt, es ist quasi von Projekt zu Projekt, und da wird man nicht unbedingt gut bezahlt, und man weiß auch nicht, ob nach dem Projekt es dann weitergeht. Und deswegen, also selbst hier in Deutschland, selbst für Freiberufler, sagt Jacob, sind mehr Chancen als in Australien. Und er sagt, es gibt kaum ein Ballettensemble in Deutschland ohne Australien da drin.
Wie war es für euch jetzt, also ihr habt jetzt in den letzten Jahren viele von euch euren Abschluss gemacht in der Ballettschule. We graduated, most of us. Ja,